herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch neu zu uns gestoßen seid. Ich habe meine Handarbeitssachen rausgelegt, um einfach den kleinen Wochenstand zu zeigen. Ja, ihr seht es, der Tisch ist etwas voller sozusagen. Und ja, eine Sache wird fertig und eine so halb. Und wir schauen einfach mal, würde ich mal sagen. Als erstes schauen wir uns am besten die fertige Sache an. Und das ist der Pullover. Er ist fertig. Ihr seht es. Hier ist der Halsausschnitt an den Schultern zusammengenäht oder zusammengehäkelt. Ich habe es gehäkelt und hier auch gehäkelt. Hier klimpert noch unser Maschenmarkierer. Da haben wir das letzte Mal sozusagen gestoppt und dann kam noch ein kleines Stückchen dran. Und dann wurde er zusammengefügt, die Einzelteile. Ich bin sehr zufrieden. Er sitzt wirklich wunderbar. Hier an den Armen. Ihr seht es. Es ist, wie gesagt, einfach wirklich nur ganz schlicht und einfach zusammengehäkelt. Das war's. Ja. Ich finde jetzt auch, dass die Übergänge hier sehr schön sind. Er hält wunderbar warm. Ich hatte ihn jetzt schon beim Spazierengehen und sowas an. Einziges, was ist, wo ich jetzt so semi-zufrieden bin, ist hier am Halsausschnitt. Ich dachte wirklich, das ringelt sich einfach ein bisschen mehr als nur so ein kleiner Kringler. Aber gut, dafür hätte ich das Vorderteil ein bisschen größer häkeln müssen, damit das hier vorne ein bisschen enger oder ein bisschen weiter hat zum Fallen, dass das hier ein bisschen lockerer ist, einfach hier die Front, die runter geht, dass das nachher wie so ein Wasserfall gefallen wäre. Aber gut, jetzt ist es so, auch nicht schlecht. Das nächste Mal weiß ich Bescheid. Ja, und die andere Seite auch einfach zusammengehäkelt. Ja, hier die Fäden vernäht und fertig ist die Sache. Ich finde, das ist ganz gut gelungen. Machen wir mal unseren Maschenmarkierer ab, wenn wir es hinkriegen. Und legen ihn uns so rüber. Der Verlauf, den finde ich auch super. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass das mit so ein bisschen mehr rosa vorne ist und hinten das bisschen dunklere einfach. Das finde ich so ganz passend. Ja, der sitzt schön locker. Das nächste Mal könnte ich ein bisschen weniger in die Breite gehen. Aber wenn man da noch was drunter hat, finde ich das wirklich angenehm. Ich brauche das nicht, dass der Pulli dann so extrem eng liegt und sitzt, sondern der darf gerne ein bisschen lockerer fallen, so dass ich nicht an mir rumzuppeln muss, wenn ich aufstehe, sondern der Pulli sozusagen von sich aus noch einmal richtig fällt, sozusagen. Ja, der Pulli ist fertig. Wir haben ja auch lang genug dran gearbeitet, so nach dem Motto, gell? Ja, dann, den schieben wir mal rüber.
habe ich auch die eine Seite meiner Jacke fertig. Da sind jetzt 2 Knäule drin. Das hier ist jetzt sozusagen der Arm. Ich habe es hier oben schon zusammengearbeitet. Ich habe nachher gedacht, hier wäre es wahrscheinlich schöner gewesen, wenn ich das nach außen gemacht hätte. Aber gut, das habe ich nicht. Ist jetzt halt so. Ja, finde ich trotzdem so ganz schön. Dadurch, dass ich es hier innen mit der kleinen Naht sozusagen zusammengehäkelt habe, ihr seht, es fällt das hier oben sozusagen etwas zusammengeklappt. Aber wenn man die Jacke nachher anhat, zieht sich das ja. Also das geht auf. Ja. So, das hier war so ein Rest, den habe ich mir noch abgewickelt von meinem angefangenen Knäuel hier, damit ich nachher, wenn das andere auch fertig ist, einfach noch mit dem weiter vernähen kann, verhäkeln kann, die andere Seite. Ihr seht es, das sind jetzt genau 3 Knäule. 2 sind in der Jacke, der dritte ist angefangen und der wird jetzt auch noch verhäkelt. Dann habe ich ja, wie gesagt, noch einen und dann ist das soweit auch fertig. Nur erstmal soweit kommen. Ja, so, wo haben wir denn hier unseren Maschenmarkierer? Ich hatte ihn doch eben da. Hier haben wir unsere Markierung und der kleine Rest hier kam dazu, genauso wie das Zusammenhäkeln. Die Wolle hier war ja aus dem NKD. Das andere hier war ja das Gründelgarn, das Pastello. Ganz, ganz klasse. Wunderbar weich, lässt sich super verarbeiten. Wirklich sehr schön. Das hier ist der 100% Acryl, glaube ich, ja. Und ja, wie gesagt, aus dem NKD habe ich im Sonderangebot geholt. Hat mir gut gefallen. Der Verlauf ist schön, finde ich. Also auch für das in Ordnung. Die Jacke geht mir jetzt sozusagen bis an die Taille. Ja, mal gucken. Wenn ich noch was übrig haben sollte, werde ich vielleicht unten noch mal gucken, ob ich da was dran häkel. Und wenn nicht, dann bleibt sie halt so lang. Ist auch nicht schlimm, ist auch in Ordnung. Ja, den Maschenmarkierer lege ich mal rüber, da ich ja jetzt sozusagen neu anschlagen werde. Lege ich einfach drauf. Und den ersten Teil der Jacke lege ich auch einfach rüber. Dann habe ich ja noch unser Tuch. Das Tuch, na? Ja, ihr seht es, shame on me. 1,5 Reihen sind wieder nur dazu gekommen. Aber dafür ist ja ein bisschen was fertig geworden. Ja, da glaube ich, versetzen wir nur den Markierer und schauen, dass das einfach mal ein bisschen weiter wächst. Na. Genau. Hier seht ihr mal noch mal den Knäuel dazu. Der hat ja keine Banderole. Aber trotzdem. Das Tuch hier häkel ich mit einer 3,5er, ja, 3,5er Nadel
sieht man gar nicht mehr so gut. Den Pulli und die Jacke mache ich mit einer 5,5er Nadel. Genau, die waren 5,5 und das ist 3,5. Dann habe ich hier noch, oh, genau, mir keinen Maschenhalter reingemacht. Nur mal so nebenbei. Bin schon, ja, doch. Im Moment schon noch gerade den Maschenhalter hier. Hier hatte ich ein Tuch angefangen. Ihr seht es. Aber das hat mir nicht gefallen. Also habe ich es wieder aufgeribbelt und habe überlegt, was könnte man denn noch machen? Und deswegen habe ich jetzt einfach hier mal was angefangen. Ganz frisch. Mit einem kleinen Muster dabei. Hier ist schon die zweite Reihe drüber sozusagen, also einmal die Luftmaschenkette, Luftmaschen rein, dann eine und die zweite Reihe ist angefangen. Ja, muss ich mal schauen. Das wird vielleicht, ja, mal gucken, was es wird. Da bin ich mir noch sehr unschlüssig. Ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, das war aufgeribbelt von einem Tuch, was ich angefangen habe. Und das hat mir nicht gefallen. Also das Tuch, das Muster von dem Tuch war nicht meins irgendwie. Und das Garn habe ich da drin auch nicht gesehen. Das hier ist ein Garn von, hier, da sieht man es noch. Das ist Märchengarne. Das ist 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Und das ist die Nummer 1. Das ist so, da seht ihr es, ein Garn, was man nach Nummern verarbeitet. Genau. Das hier ist vierfach, also hier unten 380. Ja, und da sind verschiedene Abstufungen. Das geht, ich glaube, nachher von Rosé in Blau, glaube ich. Ein leichtes Blau, Blaugrau. So rum geht das dann rein. Ja, aber ich muss mal gucken. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was es wird. Und ob mir das gefällt. Ich muss das jetzt ein bisschen erst arbeiten, bevor ich genau weiß, ob es mir zusagt oder nicht. Ich meine, ihr seht es ja auch hier. Der Knäuel war schon gut aufgebraucht. Er war ja nur noch ein bisschen. Aber das, ja, war nicht meins, das Tuch. Also musste es leider weichen. Das hier häkle ich auch mit der 3,5er Nadel. Das war auch hier mit drin. Passt ja auch noch gut da rein. So einfach ist das. Ja, das waren sozusagen die ganzen süßen kleinen Arbeiten, die ich gemacht habe in meinem langsamen Tempo sozusagen, aber gut. Alles sehr rosalastig, ja? Muss man doch mal dazu sagen. Aber mir gefällt es momentan sehr gut. Ich mag momentan diese Pastelltöne sehr gerne. Und deswegen
werden sie auch verarbeitet. So, in diesem Sinne hoffe ich, ihr seid gesund, euch geht's gut und ihr hattet eine wunderschöne Woche hoffentlich. Und euer Wochenende wird garantiert auch wunderschön. Ich drücke euch die Daumen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da oder auch einen Kommentar, wenn ihr mögt. Und dann bleibt schön gesund und wir hören und sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.